Hi, nachdem ich euch im letzten Video, ich habe es euch mal in die Beschreibung gepackt, ja einen Riesen ihrer Gattung vorgestellt habe, kommt jetzt ein Zwerg aus der Gattung Cattleya. Ihr könnt euch schon denken, damit ist nicht diese Pflanze gemeint, sondern eine richtig kleine Orchidee, die aber richtig was aushalten kann und die bisschen fensterbanktauglicher und kleinraumtauglicher ist als dieser Brecher. Heute habe ich euch die Cattleya Andean Moon mitgebracht. Die habe ich 2023 als Jungpflanze gekauft und die ist seitdem um einiges gewachsen und blüht jetzt zum ersten Mal. Und ich dachte, das ist wirklich eine gute Gelegenheit, euch die mal mitzubringen. Und wir schauen uns die Pflanze genauer an. Am Ende vom Video kommt wieder ein Factsheet, das ihr euch screenshotten könnt, wo ihr nochmal so die ganz harten Kulturfakten auf einen Blick habt. Und es handelt sich bei der Pflanze um eine Primärhybride, die auch erst 2023 angemeldet wurde, aus Cattleya milleri und Cattleya longipes. Und Primärhybride bedeutet ja, dass die Elternteile Naturformen sind. Das heißt, die kommen ganz genau so auch am Naturstandort vor. Wer Pflanzen aus der Gattung Cattleya kennt, der denkt dann ganz oft an diese riesigen Brecher, wie ich es euch vorhin schon gezeigt habe. Und wundert sich vielleicht erstmal über diese kleine handliche Größe unserer Primärhybride. Aber ist sie nicht todessüß? Also die lohnt sich doch wirklich und nimmt keinen Platz weg. Ich blende euch, damit ihr die Blüten ein bisschen besser erkennen könnt, gleich auch nochmal Nahaufnahmen von den Blüten ein. Die beiden Eltern dieser Pflanze gehören zu den sogenannten Steinlaelien, um die es wirklich richtig viel botanisches Gerangel gab. Also die wurden von einer Gattung in die andere verschoben. Die hießen mal Sophronitis, dann hießen sie lange Laelia, dann hießen sie Hoffmann-Segella, jetzt heißen sie Cattleya. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr auf die Suche geht nach Pflanzen im Handel irgendwo seid, bei Gärtnereien. Die findet ihr manchmal unter erstmal veralteten Gattungsnamen, weil tatsächlich die Schilder der HändlerInnen, der GärtnerInnen nicht so schnell hinterherkommen wie die Gattungsverschiebungen. Von den Steinlaelien gibt es gute 50 verschiedene Arten und gemeinsam haben sie den sehr gedrungenen Wuchs und diese sehr dickfleischigen einzelnen Blätter an diesen kräftigen Pseudobulben. Also die sind wirklich fest, also das piekt schon fast ein bisschen, da geht so schnell nichts kaputt. Und die Blüten haben leider meines Wissens nach alle keinen wirklich wahrnehmbaren Duft. Also solltet ihr andere Erfahrungen mit Steinlaelien gemacht haben, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich auch interessieren. Ich liebe ja duftende Orchideen. Alle Steinlaelien sind in Brasilien endemisch. Das heißt, sie kommen eigentlich nur dort vor und sehr viele von den Steinlaelien im ganz östlichen Bundesstaat Minas Gerais. Und das gilt auch für unsere beiden Elternteile tatsächlich. Die Gegend ist geprägt von Quarzitgestein und das macht dann auch logisch, dass die Steinlaelien heißen. Die wachsen also vorrangig lithophytisch. Und gerne auch in Felsspalten, sehr eingefärcht oder in leichteren Senken, wo sich dann auch mal ein bisschen organisches Material sammelt, aber jetzt keine dicken Laub- und Moostpolster, von denen die Pflanze zehrt und die lange die Feuchtigkeit halten. Die sind am Naturstandort zwar einer sehr, sehr ausgedehnten Regenzeit, ungefähr von Oktober bis März ausgesetzt, aber die Temperaturen sind in der Zeit auch sehr, sehr hoch tagsüber. Das heißt, die Pflanzen werden zwar ständig pitschnass, trocknen aber auch immer wieder ab und da bleibt natürlich in den Senken auch mal 1, 2 Tage ein bisschen Wasser stehen, aber lange stehen die nie feucht und sind der Feuchtigkeit ausgesetzt. In den Monaten Juli und August gibt es dann eine sehr ausgeprägte Trockenzeit, da regnet es also wirklich kaum und die Temperaturen in der Zeit fallen auch nachts manchmal deutlich unter 10 Grad ab. Also das ist dann sehr, sehr extrem im Vergleich zu der Regenzeit, wo es dann auch sehr feucht ist.
Und aufs Jahr gesehen haben die durchschnittliche Temperaturen von Durchschnittsminimum zwischen 9 und 13 Grad und dem Durchschnittsmaximum zwischen 24 und 29 Grad. Die Nachtabsenkung ist wirklich das ganze Jahr sehr hoch und kann auch locker mal 20 Grad betragen. Und nachts wird es dadurch also auch schon mal richtig taufeucht und tagsüber ballert die Sonne gottlos alles trocken. Also extremes Habitat, das sicherlich nicht angenehmer wird dadurch, dass es überall Stein gibt und dass es wenig Schatten gibt, und das macht es ja nur wirklich nicht heimeliger. Also ich möchte da nicht in so einer Felsspalte stecken. Wenn ihr euch, wenn wir uns jetzt nochmal die Naturstandorte der beiden Elternteile angucken, dann gibt es aber schon einige relevante Unterschiede. Die Cattleya millerii hat in der Natur recht dunkle Blüten, dunkelrote Sepalen und Petalen, also wirklich sehr kräftig, ein bisschen ins Orange gehende. Das Orange kommt gerade in der Lippe ganz besonders gut raus. Die ist so fein gekräuselt am unteren Rand und deutlich geadert, also da bildet das Orange einen schönen Kontrast zu den roten Adern. Und die hat einen sehr langen Blütentrieb im Vergleich zu unserer Hybride hier. Also die geht weit über das Laub hinaus und hat sehr hohe, ja, ebenso kleine Blüten wie jetzt bei unserer Hybride. Die Millerie kommt nur im Quadrilatero ferifero vor. Das ist das sogenannte eiserne Viereck, und Eisen, das liegt schon nahe, dass es irgendwie um Eisen geht, tut es auch. Es geht um Bergbau in der Region, das ist wirklich der wirtschaftliche Fokus, das prägt auch ein ganzes Stück weit die Landschaft. Es gibt einzelne naturgeschützte Areale, aber die arme Cattleya millerii, die wird da ganz schön zerrieben zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Bemühungen auf der anderen Seite. Wünschen wir ihr mal alles Gute an diesem Naturstandort. Sie wäre jetzt auch nicht die erste Orchidee, die genau dieser Entwicklung zum Opfer fallen würde. Bedingt durch die Höhenlage von der Millerie, so zwischen 800 und 1300 Metern, ist die nicht ganz so kalten Temperaturen ausgesetzt wie die Cattleya longipes. Die schafft es deutlich weiter hinaus, nämlich auf 1300 bis ungefähr 2000 Metern, und mag es daher also deutlich kühler. Während die Millerie ganz offensichtlich nach einer Person benannt ist, Miller, deutet die Longipes ein bisschen mehr auf den, oder der Name der Longipes ein bisschen mehr auf den Wuchs hin. Die heißt nämlich, Longipes heißt im Lateinischen so viel wie langbeinig, und die hat deutlich länger gezogene Bulben und Blätter, als das hier bei unserer Hybride ist, und auch bei der Millerie sind die Bulben deutlich kleiner, sodass man hier an der Hybride ganz schön sieht, wie die beiden Elternteile hier ein Ganzes ergeben und die Einflüsse durchkommen. Und der Blütentrieb ist deutlich kürzer bei der Millerie. Das erklärt halt auch hier diese moderate Blütentrieblänge. Und die Blüte der Hybride ist meines Erachtens nach deutlich näher an der Longipes dran. Die Longipes hat ebenfalls so pink, rosa, magentafarbene Blütenblätter und diese gelbe, kräftige Lippe. Interessanterweise ist das hier unten die älteste Blüte. Die ist deutlich heller als die gerade relativ frisch aufgegangene, und die war wirklich nach dem Öffnen deutlich rot, also deutlich Millerie nah, als sie das jetzt ist, in so einem ausgereifteren Zustand. Also die machen eine spannende Transformation von sehr dunkel zu deutlich heller durch im Laufe der Zeit. Die Pflanze ist auch sehr langblütig, also die unterste Blüte hält jetzt schon fast einen Monat, also man kann wahrscheinlich von einem Monat locker an Blühdauer ausgehen. Das macht sie natürlich auch total attraktiv als Pflanze, weil wenn sie schon nur einmal im Jahr in der Regel blüht, dann blüht sie aber wenigstens schön lange, würde ich sagen. Jetzt haben wir sehr viel über die Pflanzen am Naturstandort, über den Habitus geredet. Was euch alle interessiert und was mich auch immer wahnsinnig interessiert, kann ich die? Also kriege ich diese Pflanze in meiner Kultur hin? Wird die zu teurem Kompost?
kriege ich die zur Blüte, das treibt uns alle um. Und ich finde aber wichtig, dass man diesen Umweg über den Naturstandort geht, über den Habitus der Pflanzen, weil das wirklich aufschlussreich ist und sich dann auch diese Kulturbedingungen oder kulturrelevante Informationen, finde ich, sehr, sehr gut einprägen, wenn man sich auch mit dem Naturstandort beschäftigt. Und bei der Kultur, ich verrate euch gerne, wie ich es mache, ist es aber so, dass wenn ihr 1000 Leute fragt, die Orchideen kultivieren, bekommt ihr 1000 Antworten, wie mit dieser Pflanze umzugehen ist. Lasst euch davon nicht beirren. Es gibt wirklich so viele Wege, wie es OrchideengärtnerInnen gibt, und findet da euren Weg. Experimentiert, das macht das Hobby aus. Versucht euch da so ein bisschen. Macht das nicht auf Gedeih und Verderb und bis ins Absurde. Also das wird halt, egal wie sehr ihr versucht, keine Sumpfpflanze werden. Und ihr müsst natürlich jetzt auch nicht die Kulturbemühungen und die gärtnerischen Bemühungen, die ja zum Teil über Jahre gehen, bis ihr so eine Pflanze im Handel habt, zunichte machen innerhalb kürzester Zeit ohne Sinn und Verstand. Aber experimentiert, versucht euren Weg zu finden für euren Kulturraum, für eure Gießintervalle, für eure Art mit den Pflanzen umzugehen, für euren Standort und ob auf dem Balkon, Zimmerkultur und so weiter. Also ja, nehmt das mal so ein bisschen als Experimentierfeld. Ich finde, das macht tatsächlich am meisten Spaß an der Kultur von Orchideen. Ich habe meine Steinlaelien tatsächlich alle in Tontöpfen und immer möglichst klein. Also, dass sie so gerade eben in den Topf passen. Und dann passt nur noch ganz wenig Substrat rein. Ich nehme ausschließlich mineralisches Substrat, weil ich möchte, dass das, dafür auch die Tontöpfe, möglichst schnell abtrocknet nach dem Gießen. Also ich möchte eigentlich möglichst häufig gießen, damit ich jetzt als gießfaule Person nicht völlig überfordert bin mit den Pflanzen, halte ich die im Anstauverfahren. Das heißt, die stehen immer ein Stückchen im Untersetzer im Wasser. Und immer wenn der Untersetzer leer ist, oder bestenfalls, wenn der Untersetzer leer ist, gieße ich dann wieder einen Schluck nach. Und so kommt die Pflanze dann auch irgendwann zur Blühreife. Ich verwende für das Substrat eine Mischung aus Tonkügelchen und Tongranulat, BIMs und Lava, kleine Lavasteine. Die gibt es sehr groß, aber es gibt auch sehr feine Lavastücke. Die eignen sich sehr gut, weil die haben so ganz viele Lufteinschlüsse. Und da bleibt dann doch auch noch mal ein bisschen Wasser drin hängen. Das tut der Pflanze auch ganz gut und funktioniert bei mir tatsächlich ganz hervorragend. Es gibt auch fertige mineralische Substrate zu kaufen, die nicht ganz so fein sind wie so Kakteensubstrate, zum Teil auch speziell für Aeroids ausgerichtet. Die funktionieren nach meiner Erfahrung auch total gut mit solchen Steinlaelien. Und das Gießverhalten, da müsst ihr selbst für euch schauen, wie ihr das angehen wollt. Also ich versuche wirklich so häufig wie es geht zu gießen und immer ein bisschen im Blick zu halten, hat die es geschafft abzutrocknen. Im Winter dauert es deutlich länger, logischerweise. Auch außerhalb des Wachstums dauert es deutlich länger. Ich halte keine ganz harte Trockenruhe. Wenn ich aber sehe, dass die Pflanze anders als jetzt, hier seht ihr gerade Neutrieb, überhaupt nicht im Wachstum ist, dann vergesse ich sie auch gerne mal eine Woche oder mal 2 Wochen. Und ganz sicher macht es auch nichts aus, wenn ihr den Urlaubsvertretungen sagt, die Pflanze könnt ihr in meiner Abwesenheit auch mal 3 Wochen vergessen. Das wird die Pflanze ertragen können. Die hat so viel Speicherorgan, gerade wenn es dann schon so deutlich größere Pflanzen sind wie diese. Man sollte diese Pflanzen möglichst selten umtopfen. Und wenn ihr sie in einen anderen Topf bringen müsst, weil er viel zu klein ist, dann schaut mal, ob ihr die einfach umsetzen könnt. Das heißt einfach vielleicht diesen Tontopf, den ersten Tontopf so ein bisschen uncracken, ein bisschen kaputt machen, gar nicht groß abreißen, Gewalt anwenden, sondern einfach so ein bisschen lösen und das Ganze dann einfach in einen bisschen größeren Topf setzen. Weil, ganz ehrlich, dieser Tontopf ist genauso gutes Substrat wie der Rest, der drin ist. Das unterscheidet sich ja nicht wesentlich. Das heißt,
auf die Art und Weise schafft ihr es, diese Pflanzen nicht so wahnsinnig zu stören. Sonst quittieren die das nämlich in der Regel mit einem Ausbleiben von Wachstum oder einem Ausbleiben der Blüte. Ich dünge sehr moderat. Es ist ja sicherlich auch einigermaßen nachvollziehbar, dass bei diesem kargen Standort auch wenig Nährstoffe zur Verfügung stehen und die Pflanze ist klein, braucht auch vielleicht nicht ganz so viel Nährstoffe für den Austrieb wie so ein Wemser hier. Und ich habe da kein festes Düngeschema oder keine sklavischen Mikrosiemens-Werte, an die ich mich halte in einem bestimmten Rhythmus oder so. Ich dünge immer mit niedriger Mikrosiemens-Zahl und mit einem Volldünger für Orchideen oder einer sehr reduzierten Konzentration von einem normalen Pflanzendünger. Und ja, mache das so ein bisschen nach Gefühl, sorge aber immer dafür, dass die Substrate auch mal mit ungedüngtem Wasser schön durchgespült werden. Das mögen die auf jeden Fall sehr gerne. Und ja, viel wichtiger würde ich sagen als das Düngen, der Topf, das Wasser, naja, das Wasser nicht unbedingt, scheint mir aber das Lichtangebot zu sein. Also das sind wirklich sonnenanbetende Pflanzen. Wir haben über den Naturstandort gesprochen, wenig Schatten, Steine, Wärme. Also die brauchen wirklich viel Licht und die wollen auf jeden Fall ein Südfenster. Das kann dann auch völlig unschattiert sein. Die lieben es, einen Sommeraufenthalt draußen zu haben, also auf dem Balkon, gerne Südseite, im Garten. Zum Beginn der Saison, wenn ihr die jetzt irgendwie im Mai, Ende Mai rausbringt, nach den Eisheiligen bestenfalls, wenn es keine wirklichen Fröste mehr geben kann, dann gewöhnt die so ein bisschen dran, also ballert die nicht direkt in die pralle Sonne. Das kann selbst dann so eine Steinlaelie mal mit Sonnenbrand, so kann das übrigens aussehen wie hier bei diesem Blatt, quittieren. Aber die mögen knalle Sonne und die brauchen viel Licht. Ich habe die, also diese hat tatsächlich noch nie frische Luft gehabt, also die stand noch nie draußen. So. Die steht tatsächlich, seit ich sie habe, hier unter Kunstlicht. Andere Steinlaelien wandern nach draußen bei mir. Und damit die noch näher an der LED-Beleuchtung ist als die anderen Pflanzen, stehen die Untersetzer und die Pflanzen bei mir alle nochmal so auf umgedrehten Kunststofftöpfen, damit die nochmal mehr Lichtangebot von oben kommen. Und die könnten sogar noch ein bisschen kräftigere Lampen haben als die schon sehr guten, die ich hier im Regal habe. Und ihr könnt es versuchen, auch ohne künstliche Beleuchtung die Pflanzen durch den Winter zu bekommen. Das wird sich so ein bisschen zeigen in der Blühfreude, vielleicht auch in der Wachstumsgeschwindigkeit, aber es ist definitiv ein Versuch wert, an einem hellen Südfenster diese Pflanzen auch im Winter ohne LED oder Zusatzbeleuchtung zu kultivieren. Ich bin großer Fan von LED-Beleuchtung. Wie ihr seht, die Zeiten, wo das einen in die Insolvenz treibt, sind ja auch vorbei. Das ist oftmals eine erschwingliche Art, das Lichtdefizit gerade im Winter auszugleichen. Also beschäftigt euch da gerne mal mit, wenn ihr merkt, okay, na, so richtig im Winter wirken alle meine Pflanzen nicht glücklich. Gerade die Orchideen haben zum Teil gerade im Winter ein sehr hohes Lichtbedürfnis, also wenn es kälter ist eigentlich. Also behaltet das mal für euch im Auge, ob das für euch in Frage kommt. Der Pflanze helfen am Naturstandort diese großen Temperaturabsenkungen zwischen Tag- und Nachttemperatur, sodass auch davon die Pflanze im Freien profitiert. Also die kriegt ihr deutlich eher hin, wenn ihr die auf dem Balkon, auf die Terrasse, in den Garten wandern lasst. Und dadurch, dass die Naturformen aber aus sehr unterschiedlichen Höhenlagen kommen, würde ich sagen, ist diese Hybride wirklich zimmertauglich. Im Gegensatz zu manchen Naturformen, die auf jeden Fall größeres Bedürfnis nach dieser Nachtabsenkung haben und nach diesen Temperaturunterschieden. Also diese Hybride, nach meiner Erfahrung, weil wie gesagt, sie war die ganze Zeit hier hinter mir im Regal, kann die Wohnzimmer oder was auch für ein Zimmer auch immer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt für zukünftige Videos,
freue ich mich auch über einen Kommentar. Ich brauche da auf jeden Fall noch eine Menge Anregungen für die kommenden Videos. Ansonsten hilft es mir, wie allen anderen YouTuberInnen natürlich auch, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr bis zum Ende schaut, wenn ihr den Kanal abonniert und im Idealfall auch diese sagenumwogene Glocke aktiviert, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir kommt. Gleich kommt noch das Care Sheet zum Screenshotten und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal und have fun with Orchids. Ciao.